Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zum Junk Journal Tutorial Adventskalender. Mein Name ist Luise Heinzel und das hier ist das 19. Türchen. Wie ihr seht, heute wieder etwas sparsamer vom Inhalt her. Wir haben heute die Prompts Schnittmusterbogen. Da habe ich mir mal hier so einen Schnittmusterbogen vorbereitet. Dann haben wir den Prompt Steampunk, ein Thema, mit dem ich immer etwas auf Kriegsfuß stehe. Nichtsdestotrotz habe ich hier einige Seiten aus meinem Steampunk Printable Kit ausgedruckt in etwas kleinerer Größe. Und dann haben wir hier den Prompt ATC oder ATC. Ich habe jetzt hier diese Spielkarten verwendet und mir nicht die Originalmaße einer ATC genommen, weil ich keine Lust zu messen hatte. Außerdem habe ich hier noch diese zwei Bierdosen. Sabrina, ich sag nur, halt mal mein Bier. Ich musste es einbauen und hier hat es, würde ich sagen, mal perfekt gepasst. Ja, ich kann euch sagen, dieses Bier war einfach nur furchtbar. Ich habe das nur gekauft, weil das oben diese goldenen Klipse hatte, also diese Teile, an denen man das öffnen kann, diese Dose. Und ich habe keine andere goldene Dose im Laden gefunden, also musste ich dieses Bier nehmen. Es hatte jetzt zufälligerweise auch diese Steampunk-Optik, was mich natürlich schon etwas verwundert hat, denn das war das war einfach purer Zufall. Aber ich wollte diese goldenen Klipse haben. Ihr werdet später noch sehen, was ich damit vorhabe. Allerdings, ja, falls jemand dieses Bier irgendwo sieht, ich kann es nicht empfehlen. Es war einfach grausigst und ja, wie soll ich sagen? Es hat vielleicht auch der etwas höhere Alkoholgehalt dieses Biers dafür gesorgt, dass dieses Tutorial vielleicht ein kleines bisschen weird und komisch sein könnte. Schauen wir mal. Ja, warum habe ich denn die ATC-Karten eigentlich nicht abgemessen? Also jetzt könntet ihr denken, ja, das sind ja eigentlich gar keine richtigen Artist Trading Cards, was ja diese Abkürzung bedeutet. Denn diese Artist Trading Cards, die haben ja normalerweise eine ganz bestimmte Abmessung, die man auch einhalten sollte. Ich wollte aber gerne für dieses Tutorial euch zeigen, dass ihr auch flexibel sein könnt. Ich habe jetzt oftmals schon gehört von euch, ja, ich habe jetzt diese Materialien nicht und jetzt kann ich das vielleicht nicht machen oder so. Viele von euch haben schon auch Alternativen gefunden in solchen Fällen. Aber ich wollte noch mal zeigen, dass man auch, wenn man vielleicht nicht hundertprozentig dem folgt, was ich in den Tutorials tue oder was auf der Promptliste steht, dass man trotzdem schöne Ergebnisse erhalten kann. Und ja, wir befinden uns hier im Bereich des Junk Journalings, also bitte, warum soll man das nicht einfach so machen? Ich würde das natürlich jetzt im Nachhinein nicht mehr als ATC deklarieren, weil es eben nicht diese Abmessung hat. Da bin ich schon so ein bisschen pingelig. Also wenn es keine ATC ist, dann schreibe ich da auch nicht hin, hallo hier, ich habe eine ATC gemacht. Dann ist es eben eine Altered Playing Card oder eine, ja, auf Deutsch veränderte Spielkarte. Aber ich finde, das macht ja nichts, oder? So, ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Und diese Spielkarten bieten natürlich auch eine wunderbare Grundlage, um darauf zum Beispiel zu kleben, so wie ich das jetzt hier mit dem Schnittmusterbogen gemacht habe. Entschuldigung, die sind ja im Regelfall relativ gut beschichtet. Also diese Skippo-Karten zum Beispiel, die haben ja auch so eine, wie die meisten Spielkarten, so eine glänzende Oberfläche, sodass, wenn man darauf mit Kleber oder Wasser arbeitet, das nicht in die Karte einsickert. Und das war auch ein Grund, warum ich diese Spielkarten genommen habe, weil ich mir meinen Job einfach hier ein bisschen einfacher machen wollte. Denn wenn ihr euch Karten schneidet in der ATC-Größe, dann müsst ihr natürlich überlegen, okay, welches Material nehme ich jetzt? Möglicherweise etwas härtere Pappe, dann solltet ihr das vielleicht auch grundieren mit zum Beispiel Gesso oder ja, irgendetwas anderem, was eben diese Oberfläche etwas wasserundurchlässig macht. Und diesen Schritt konnte ich mir jetzt einfach hier sparen, was für mich in dem Fall ja einfach leichter war. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man 24 Tutorials aufnehmen muss, weil man sich das so in den Kopf gesetzt hat für diesen Adventskalender, dann muss man manchmal einfach wirklich den leichteren Weg gehen. Und vielleicht müsst ihr auch manchmal den leichteren Weg gehen, weil ihr keine Zeit habt oder weil ihr nur wenig Zeit habt und ihr möchtet das aber trotzdem machen. Und dann ist das vielleicht eine ganz gute Lösung. Ich habe jetzt hier einfach den Schnittmusterbogen mit Mattmedium aufgeklebt und darüber etwas Gesso gegeben. Wie ihr seht, ist das hier noch nicht ganz trocken. Habe mich ein bisschen geärgert, weil das dann da so eine Schmiererei auf meiner Acrylplatte gegeben hat mit dieser Distress Oxide.
Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, trocknet das wirklich richtig gut, dann geht euch auch die Struktur von dem Gesso nicht verloren. Aber mir ist das einfach nicht aufgefallen, da war die obere Schicht von dem Gesso bereits trocken, aber das Innere von dem Gesso war noch nicht so richtig durchgetrocknet und als ich dann diese Distress Oxide auf den Acrylblock gegeben habe, ja, ist das Gesso halt eben verschmiert. Das ist ja eigentlich nicht schlimm, aber wenn man jetzt die Farbe abnimmt und man möchte dann später neue Farbe mit dem Stempelkissen direkt auf den Block auftragen und man hat dieses Gesso da, ist das natürlich nicht so optimal. Man möchte ja nicht sein Stempelkissen ruinieren, indem man Reste vom Gesso da drauf kriegt. Also ja, gut trocknen ist immer keine schlechte Idee. Über dieses Ergebnis war ich jetzt ehrlich gesagt schon mal ziemlich glücklich. Ihr seht, das sind nicht so diese typischen Steampunk-Farben, die man vielleicht normalerweise erwarten würde. Aber wie ihr später sehen werdet, ist mein Steampunk-Kit, was ich hier verwende, was ich auch in meinem Etsy-Shop habe, auch nicht so typisch Steampunk. Und ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen einen anderen Weg gehen. Wenn ihr das nachmachen wollt, dann könnt ihr natürlich auch diese typischen kupfernen Farben nehmen, oder richtig Gold mit Kupfer kombiniert, was man normalerweise in diesen Steampunk-Projekten eher sieht. Aber ich wollte das jetzt gerne so machen. Ja, habe ich ja mal gegenüber mir selbst meinen Kopf durchgesetzt. Jetzt habe ich mir hier so einen Zahnradstempel genommen und diesen Pfeilstempel. Dieser Zahnradstempel ist zugegebenermaßen so ziemlich das einzige an Stempel, was ich hatte, was so einigermaßen zum Thema Steampunk passt. Vielleicht geht euch das auch so, dass ihr vielleicht denkt, okay, ich möchte gerne mal so ein Steampunk-Projekt machen, aber ich habe eigentlich gar nicht die richtigen Materialien dafür. Wie ihr hier seht, könnt ihr das trotzdem machen. Es wirkt trotzdem in diese Richtung Steampunk, obwohl ich keine, bis auf den Zahnradstempel, wirklich so typischen Steampunk-Dinge, was jetzt die Stempel betrifft, verwendet habe. Dieses Kit aus meinem Shop, das heißt Flying Sea Life Floral Steampunk, also es sind so fischige Elemente enthalten, Blumen, ein paar Schmetterlinge und eben teilweise auch diese typischen Steampunk-Elemente. Jetzt habe ich mir einfach hier ein paar Seiten in der Hälfte der Größe ausgedruckt. Also ich habe einfach zu meinem Drucker gesagt, lieber Drucker, bitte druck mir die einzelne Seite, die normalerweise DIN A4 gewesen wäre, nur auf der Hälfte. Ihr könnt auch natürlich 2 Seiten pro Blatt drucken, dann spart ihr euch ein bisschen Papier. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich das hier nicht getan habe, aber ja, ihr wisst schon, ich habe das einfach in der Hälfte der Größe ausgedruckt, sodass jetzt eben diese ausgeschnittenen Elemente, dieser Fisch, die 2 Blumen und der kleine Schmetterling und diese Libelle auf die Karten passen. Wenn ihr das in normaler Größe ausdruckt, dann passt das natürlich nicht auf diese Karte, weil diese Elemente ja eigentlich aus diesen Seiten stammen, die normalerweise für ein Junk Journal gedacht sind, was man später binden will als Doppelseite. Und ja, ich fand das jetzt mal eine ganz interessante Erfahrung, diese Seiten so zu zerstückeln. Ist auch ein bisschen, wie soll ich sagen, so eine Überwindung, wenn man dieses Papier selber designt hat, dann hat man sicher was dabei gedacht bei dieser kompletten Komposition der Seite und dann fängt man an, das zu zerschneiden. Das war jetzt für mich auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine neue Erfahrung. Aber man sollte das unbedingt mal ausprobieren, denn wie ihr seht, kann man auch diese einzelnen Elemente ganz gut miteinander kombinieren. Ich habe jetzt hier einfach mir so ein kleines Stückchen noch rausgerissen, habe das bisschen distressed und mache jetzt hier so eine mini-pupsi kleine Collage mit dieser Blume und versuche jetzt eben diese einzelnen ausgeschnittenen Elemente auf diese Karten zu bringen. Ihr seht schon, bei den folgenden Karten habe ich jetzt keine Collage-Elemente mehr benutzt. Also ich habe da jetzt keine Papierschnipsel oder Buchseitenschnipsel oder sowas drunter geklebt, weil ich schlichtweg mir diesen Hintergrund nicht versauen wollte. Beziehungsweise versauen, mit versauen meine ich nicht zu sehr abdecken. Denn dieser Hintergrund, der hat mir so gut gefallen, ich habe fast gedacht, ich mag da gar nichts mehr draufkleben, weil das eigentlich auch so bleiben könnte. Manchmal hat man das ja so, dann denkt man so, oh, das schaut schön aus und vielleicht scheut man sich auch ein bisschen davor, irgendwas dann noch da drauf zu machen, weil es könnte ja auch irgendwie vielleicht schief gehen oder so. Ja, so bin ich also zu diesen 6 Karten gekommen, wie ihr seht. Und das Ganze hat mir so eigentlich nicht schlecht gefallen. Nur sind mir diese Elemente, die ich ausgeschnitten hatte, nicht stark genug aus der Karte herausgekommen.
Ich wollte die ein bisschen abheben. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das eine gute Idee war. Wie ihr jetzt sehen werdet, verändert sich das jetzt wirklich sehr stark. Dadurch, dass ich jetzt diesen schwarzen Stift genommen habe. Das ist der Allpen von Stabilo. Das ist so ein wasserlöslicher schwarzer Stift. Also wie ein Buntstift kann man den eigentlich verwenden. Und wenn ihr dann mit Wasser darüber geht, wie ihr seht, verschmiert er sich so ein bisschen. Und man kann den natürlich ganz gut verwenden, um so Schattierungen zu machen. Ihr habt den schon öfters in meinen Videos gesehen. An dieser Stelle bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das nicht lieber hätte sein lassen sollen. Denn jetzt ist das wirklich sehr kontrastreich. Ihr könnt mir ja mal einen Kommentar schreiben, wie ihr das findet, ob euch das zu viel ist und vor allen Dingen passt das jetzt wirklich noch zum Thema Steampunk. Also da bin ich mir wirklich nicht so ganz sicher. Und bei dieser Libelle, Leute, ich sag's euch, ich habe so geflucht, ich kann es euch nicht erklären. Dann habe ich die erstmal beiseite gelegt. So eine Libelle so auszuschneiden, ist wirklich nicht so einfach, habe ich festgestellt. Also das Ausschneiden an sich schon, aber die schaut dann hinterher so komisch aus. Also das ist jetzt irgendwie was anderes, wenn man eine Libelle ausschneidet, als wie wenn man eine Blume oder sowas ausschneidet. Hinterher hat man irgendwie die Form der Libelle nicht mehr so richtig erkennen können. Aber ihr seht gleich, dass ich da noch eine Art Lösung gefunden habe. Vielleicht hätte man diese Schattierungen auch mit so einer Kupferfarbe noch machen können oder so. Oder mit Gold. Ja, ich weiß es nicht genau. Also ihr könnt mir ja mal einen Kommentar schreiben, wie ihr das gemacht hättet, beziehungsweise wenn ihr eine Alternative gefunden habt, die vielleicht ein bisschen besser ausschaut als meine hier, dann postet das doch bitte auf Instagram. Benutzt bitte den Hashtag, der unten rechts im Bild zu sehen ist, sodass ich das leichter finden kann. Ich bin wirklich gespannt, was ihr daraus macht. Denn ich habe, wie gesagt, wirklich mit mir gehadert und habe mir gedacht, okay, das ist really strange. Ich habe jetzt hier aus einem anderen Stückchen Papier über die Libelle einfach nochmal die Flügel drüber geklebt, damit das ein bisschen leichter zu erkennen ist und damit ich da vielleicht eher diese Libellenform nochmal habe. Die ganzen Karten habe ich dann auch nochmal, wie soll ich sagen, sehr unordentlich außen drumherum so auch schwarz gemacht, damit sie so einen kleinen Kontrast und so einen kleinen Rand noch bekommen. Hier seht ihr jetzt noch, wie ich gerade versuche, die Libelle zu retten. Also ich finde es jetzt etwas besser als vorher. Man kann sie jetzt etwas besser erkennen, aber sie kommt mir trotzdem aus dem Hintergrund noch nicht so ganz gut heraus. Naja, vielleicht werde ich mich da irgendwann nach Weihnachten nochmal dran setzen und versuchen, das Problem irgendwie zu lösen. Jetzt habe ich mir diese kupferfarbenen, goldfarbenen und silberfarbenen Nieten genommen. Habe ich da überhaupt silberne? Ich bin jetzt gar nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Und habe mir eben diese Flaschenverschlüsse genommen, weil ich jetzt mit Hilfe dieser Teile versuchen wollte, dieses Steampunk-Thema von den Farben her noch so ein bisschen mehr rauszuholen. Und weil ich einfach finde, dass wenn man sowas an so eine solche Karte dran macht, dann schaut es noch ein bisschen mehr wirklich nach Upcycling aus. Also derjenige, der das vielleicht bekommt, der sieht, oh, hier wurde etwas verwendet, was vorher einen ganz anderen Zweck hatte. Und das finde ich persönlich, wie ihr wisst, das Interessanteste an dieser ganzen Junk Journaling-Geschichte, dass man auch Sachen verwenden kann, die normalerweise von ganz woanders herkommen. Ich finde die Kombination aus Gold und Silber hier gar nicht mal ganz so schlecht in Verbindung mit diesen kupferfarbenen Nieten. Also ich finde, das ist, wie soll ich sagen, für mich ist das eine schöne Kombination. Ich habe jetzt hier versucht, mit den Nieten auch noch so ein bisschen so Highlights zu setzen, indem ich die da einfach so reingetackert habe mit der Crocodile, sodass auch manchmal die Nieten einfach so, wie soll ich sagen, neben diesem Flaschendeckel stehen. Also ja, ihr seht ja, was ich da mache, ne? Ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich das erklären soll. Sodass einfach so ein paar Löcher in der Karte entstehen, was das Ganze für mich noch ein bisschen interessanter macht. Und die Karte wirkt dadurch natürlich auch noch so ein bisschen edler, wie ich finde. Teilweise habe ich diese Flaschenverschlüsse da oben so ein bisschen lose gelassen, dass die da so ein bisschen herumbaumeln können. Teilweise habe ich sie komplett so festgemacht, dass sie dann so da klemmen. Ich habe versucht, ein bisschen so Variationen zu finden, wie man die da dran befestigen kann. Hier seht ihr jetzt nochmal die Karten im Gesamten. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich werde einige Ergebnisse von euch sehen auf Instagram. Ich bin mir sicher, dass ich das sehen werde, weil ihr habt ja schon sehr fleißig eure Sachen gepostet bisher. Vielen Dank übrigens nochmal dafür. Und vergesst bitte nicht, eure Schnipsel einzusammeln.
Die brauchen wir am 24. Ich hoffe, wir sehen uns morgen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.